Einfaches Stockbrotrezept mit und ohne Hefe. Ihre Grillparty ist im vollen Gange, Sie haben Spaß und unterhalten sich über spannende Themen. Doch plötzlich knurrt der Magen und das Knurren schallt durch den ganzen Raum. Die Stimmung scheint zu kippen. Doch nicht mit Ihnen. Schnell wird der Schwenkgrill eingeheizt und der Schwenkbraten aufgelegt. Damit Ihre hungrigen Gäste abgelenkt werden, können Sie beim Stockbrotrezept alle Gäste mit einbeziehen. Die Stöcke für das einfache Stockbrotrezept kann jeder selbst schnitzen, anschließend den Teig aufwickeln und über das offene Lagerfeuer halten. Alternativ kann auch ein Feuer im Gartenofen entfacht werden. Im Folgenden haben wir ein klassisches Rezept für das einfache Stockbrot zum Selbermachen in 7 einfachen Schritten erklärt. Stockbrot selber machen mit einem Hefeteig oder einem Quarkölteig. Es ist ganz einfach und doch so lecker. Traditionell wird Stockbrot mit Hefe zubereitet. Jedoch hat man diese Zutat oftmals nicht im Haushalt. Zudem benötigt der Hefeteig mehr Zeit, also 1 Stunde, um aufzugehen, und muss deshalb vorbereitet werden. Wenn Sie keine Zeit für eine Vorbereitung haben, atmen Sie in Ruhe durch. Wir haben im zweiten Teil ein Rezept für Stockbrot offengelegt, das auch ohne große Zubereitung und sehr schnell zubereitet werden kann. So sind Sie immer auf eine knurrige Situation vorbereitet. Einfaches Stockbrot mit Hefe. Für ca. 6 Personen benötigen Sie 400 Gramm Mehl, 300 Milliliter erwärmte Milch, einen halben Teelöffel Salz, 1 Esslöffel Zucker und ein Päckchen Trockenhefe. Für 9 Personen rechnen Sie die Angaben einfach mal Faktor 1,5 und für 12 Personen einfach mal Faktor 2 und so weiter. Um das Stockbrot zu grillen, benötigen Sie natürlich noch Stöcke. Diese können wahlweise aus Birke, Weide oder Haselnuss sein. Alternativ tut es aber auch jeder andere Stock. Wichtig ist, dass der Stock eine gewisse Dicke aufweist, sonst hängt das Stockbrot in der Glut. Sie können aber auch einen Grillstock käuflich erwerben. Und nun geht es los. Nehmen Sie sich am besten eine große Schüssel, damit der Teig mit der Hefe darin ruhen und aufgehen kann. Und hier die 7 Schritte zur Zubereitung. Erstens, erhitzen Sie die Milch auf eine lauwarme Temperatur. Zweitens, nehmen Sie die Trockenhefe und vermischen Sie diese mit dem Zucker in der warmen Milch. Dann lassen Sie das Ganze nun 5 Minuten ruhen. Drittens, nun kommt das Mehl. Vermischen Sie dieses mit dem Salz und verkneten Sie es danach mit der Hefe-Milch-Mischung zu einem Teig. Viertens, jetzt decken Sie die Schüssel am besten mit einem Küchentuch ab und lassen diese bei Zimmertemperatur ca. 1 Stunde lang stehen, bis sich der Teig verdoppelt hat. Fünftens, in der Zeit können Sie den Grill oder das Lagerfeuer anzünden und die Stöcke an einem Ende von der Rinde befreien. Sechstens, nach 1 Stunde können Sie den Teig nun aus der Schüssel nehmen. Jetzt zerteilen Sie ihn in 6 gleich große Stücke, die Sie dann jeweils zu einer ca. 2 cm dicken Wurst rollen. Jede Wurst wickeln Sie dann um das spitze Ende der Stöcke. Siebtens, jetzt können Sie auch schon mit Ihren Freunden gemeinsam das Lagerfeuer genießen und das Stockbrot über der Glut rösten. Um die Gemeinsamkeit zu stärken, können Sie Ihr Stockbrot einem Freund geben, der es dann weiter über der Glut röstet. Einfaches Stockbrotrezept ohne Hefe. Wenn einer Ihrer Gäste oder Sie selber keine Hefe vertragen oder Sie die Vorbereitungszeit für das Stockbrot mit Hefe nicht einhalten können, so können Sie auf eine schnelle Alternative umsteigen, den sogenannten Quarkölteig. Er eignet sich übrigens auch perfekt als Beilage für die Grillparty. Hierzu benötigen Sie für 6 Personen 300 Gramm Mehl, 3 Esslöffel Milch, 6 Esslöffel Pflanzenöl, 150 Gramm Quark, ein Ei, 3 Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz. Und hier die Zubereitung in 5 Schritten. Erstens, Grill- oder Lagerfeuer anzünden, Stöcke vorbereiten, von Rinde befreien und auf einer Seite mit einem Messer spitzen. Zweitens, Milch, Öl, Quark und Ei miteinander verrühren. Drittens, Salz, Mehl und Backpulver vermischen und unter den Quarkteig geben und miteinander vermengen. Viertens, Teig in 6 gleich große Stücke teilen und jeweils zu einer 2 cm dicken Wurst rollen und um die Spitze der Stöcke wickeln. Fünftens, über dem Lagerfeuer drehen und genießen. Fertig. Wir wünschen Ihnen guten Appetit.